So, jetzt geht's zum Kreuzheben und vorm Kreuzheben oder vor jedem Training nehme ich Citrullin von Gym Nutrition. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wirklich hammergeil für den Pump, Durchblutung. Immer 3 Löffel. Der Fokus ist perfekt. Wenn ihr eine Verletzung habt, nehmt es jeden Tag. Fördert die Durchblutung. Verletzung ist schneller weg. Bei mir war es der Fall. Deswegen, jetzt geht's los. Und ihr kommt mit.
Das waren jetzt 260, 8. Der 9. zählt nicht. So bescheuert, verhungert, hochgruppig. Eigentlich wollte ich heute 340, 350 machen. Nach Plan wären die auch locker drin gewesen. Aber die 290 haben sich schon irgendwie richtig kacke angefühlt. Es kann nur daran liegen, dass die Kniebeuge, die habe ich die Woche ein bisschen umgestellt, von Hyper auf Lower. Daran muss es liegen. Keine Ahnung warum. Irgendwie habe ich den oberen Quad beim Beugen zu viel erwischt. Deshalb habe ich jetzt den Beuger nicht ansteuern können. Aber egal. Nächste Woche wird es wieder gut gemacht und dann läuft es wieder. Vom Kreuzheben oder Kniebeugen, wo wirklich viel Pressatmung im Bauch ist, wo der Core richtig wichtig ist, müsst ihr nochmal auf Toilette gehen, die Harnblase komplett entleeren. Wenn ihr das nicht macht, ist mir schon ein paar Mal passiert, dann platzen Gefäße in der Harnblase und dann habt ihr 2-3 Wochen wirklich Kirschsaft im Urin. Die nächste Übung nach dem Kreuzheben mache ich immer die spitz zulaufende Rudermaschine mit hier Polster auf die Brust ausdehnen. Perfekt fürs Bankdrücken. Warum? Weil ihr perfekt den Gegenspiel erwischt, den ihr fürs Bankdrücken braucht. Häufig werden die Fehler gemacht, dass sie einrunden. Ich mache es mal vor. Die meisten die ziehen dann so und runden ein, so. Also habt ihr keine Brust mehr, also keinen Druck mehr. Hier, ihr rundet ein und das macht ihr beim Bankdrücken auch nicht, diesen Lockout. Wenn ihr den Lockout macht, dann habt ihr zu viel Spannung auf den vorderen Delta, auf die Bizepssehne. Deswegen, wenn ihr das macht, einmal hoch, Brust raus, die Luft in den Bauch, wieder der Core, die Luft drückt gegen das Polster. Und wenn ihr jetzt zieht, habt ihr hinten den Rautenmuskel, Schulterblattmuskel, den ihr perfekt fürs Bankdrücken braucht. Und dann strecke ich auch nicht komplett aus, weil wenn ich komplett ausstrecke, jetzt ist der Latt weg und die Schulter kippt nach vorne. Und die Schulter darf niemals nach vorne kippen, die bleibt immer so. Beim Bankdrücken macht es nämlich auch nicht und jetzt erwischt ihr perfekt den Gegenspieler, den ihr fürs Bankdrücken auch braucht. Core bedeutet das hier, das sind die Bauchmuskeln und dann mache ich das. Ich presse Luft, das ist so eine richtige Bauchmuskelwampe und drücke die gegen den Bauch. Wenn ihr das nicht macht, kippt ihr nach vorne. Deswegen ist das das Wichtigste. Das ist wie so eine Stütze. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mal ein spezielles Video über den Core, über verschiedene Gürtelarten, welcher Gürtel sinnvoll ist, ab wann ein Gürtel überhaupt sinnvoll ist. Die meisten fangen nämlich viel zu früh an. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr darüber mal was sehen wollt, in einem speziellen Video über den Core, was das Wichtigste ist im Powerlifting, und ich mache ein Video drüber. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt ein schwerer Satz. Ich fange schwer an, trotzdem kontrolliert, dann stecke ich sofort zurück, weil ich mich dann nochmal so richtig auf den Muskel konzentrieren kann. So einmal hoch, praktisch wie jetzt, das ist drauf, und dann stecke ich sofort zurück und es geht weiter, voll konzentriert. Eine Scheibe zurückstecken würde nicht reichen. Also immer 1/3 zurück. Weil wenn ihr den Muskel mal richtig ausgequetscht habt und ihr würdet nur eine Scheibe zurückstecken, dann würdet ihr 3 Wiederholungen machen und ihr werdet sofort wieder im Arsch. Immer 1/3 zurück und weiter. Wenn ich, wie ich vorhin gesagt, komplett durchstrecken würde, weiter aufmachen würde wie hier, würde die Schulter nach vorne gehen, der untere Latt ist weg. Ich will aber diesen Fächer, dass der Latt hier unten beginnt. Also gehe ich niemals weiter, mache niemals weiter auf wie so. Und das Ding ist, ich kann auch nicht weiter nach hinten ziehen wie so.
Warum? Schau mal hinten. Das muss man bestimmt sehen. Hier ist ein Weg. Ich kann nicht mehr weiter hinter. Das ist die typische Behinderung beim Bodybuilding auch. Irgendwann ist man behindert. Warum? Weil man so viele Muskeln hat. Telefonieren wird schwer. Beim Telefonieren, meine Freundin, die filmt gerade, die kennt es bestimmt, wenn sie anruft, kann ich nicht hingehen. Ich muss erst ein Auto suchen oder eine Mülltonne. Dann mache ich so und tue ich meinen Ellenbogen hierher und dann mache ich so. Weil ich komme nicht weiter wie hier. Genauso wie wenn ich mich abdrücken muss. Lass mich da kommen. Dann muss ich das Handtuch hinterwerfen. Muss das hier ungefähr so machen. Muss das machen. Das kennt ihr alles vielleicht nicht, aber die richtig dicken Jungs, die kennen das. Das hier. Waschen. Egal. Das ist ein Luxusproblem, finde ich. Ich rede es mir halt schön.